Herr Gavi, herzlich willkommen im langen Interview. Was die Leute, glaube ich, durch deine Social-Media-Präsenz oft mitbekommen, ist, dass du hilfst. Was ich schön fände, was wir in dem Rahmen des Interviews schaffen können, so ein bisschen zu verstehen, was alles dahinter steht und wo das Ganze herkommt. Ihr habt 2001 die Stiftung gegründet. Kannst du ein bisschen erzählen, warum ihr das damals gemacht habt und wer da auch beteiligt war? In 2001 war ich in der Band Raymond und ich hatte diese Idee, dass wir einen Anteil von unserem Gewinn oder unserem Erfolg in die Stiftung fließen lässt. Das war so ein bisschen zurückzugeben. Da habe ich die Jungs da überzeugt, die fanden es auch gut. Ich glaube, in meiner Familie ist es gang und gäbe, dass man irgendwie hilft. Mein Vater ist jemand, der jedes Jahr ein Event irgendwie so, um Geld zusammenzukriegen für ein Kinderkrebskrankenhaus. Das macht er jedes Jahr. Wir waren alle damit involviert. Meine Mutter war immer in der Stadt aktiv. Wer braucht Hilfe? Und auch mit ihren eigenen 8 Kindern hat man gefragt, wo kriegst du die Kraft dazu? Also mein Vorbilder in dem Form sind auf jeden Fall meine Eltern und mein Land. Also so ist es schon gang und gäbe, wenn irgendwas ist, dass man mithilft und dass man denkt, okay, wie kann ich helfen? Und mit der Band Raymond, dann haben wir die Stiftung erstmal gegründet, Saving an Angel in 2001, und haben angefangen, irgendwie so die ersten Projekte zu unterstützen. Mein Ziel war nicht, die Stiftung in den Vordergrund zu setzen, wenn ich dir ehrlich bin. Ich bin für mich immer noch nicht so ganz wohl, irgendwo zu stehen und sagen, halt, das ist die Stiftungsarbeit, das ist das, was wir machen. Grundsätzlich, weil ich wollte das einfach machen ohne Parade, ohne große Event, weil man kann viel effektiver arbeiten, wenn du nicht mit alles anderes beschäftigt bist. Die Arbeit hat sich immer vermehrt, da waren immer mehr Projekte, die wir unterstützen, dann brauchten wir auch mehr Geld und dann haben wir natürlich mit Partnern halt beschlossen, halt so Projekte zusammen zu unternehmen. Als Live-Musiker, dann habe ich manche Konzerte einfach für die Stiftung dann gespielt, um das finanzielle Kapital zu haben, um Projekte zu unterstützen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht so leicht, einfach dann so eine Art heimlich zu bleiben und trotzdem viel Aufmerksamkeit und Geld zusammenzukriegen. Und dann wussten wir halt, okay, wir müssen eine gewisse Tür, die Tür ein bisschen die Spalte aufmachen, um einfach zu zeigen, das ist das, was wir machen. Und so aktiv sind wir. Die sind die Projekte, die wir unterstützen, die sind die Projekte, die wir selber machen. Das ist unser Ziel. Lass uns nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wenn man eine Stiftung gründet, muss man dem ja einen Zweck geben. Wie kam es dazu, dass ihr euch auf Kinder fokussiert habt? Wo kam die Überlegung her? Ich glaube, ich war immer der Driving Force, wenn es um den Stiftung ging. Ich glaube, das würde jeder damals aus der Band schon zugeben, dass ich das unbedingt wollte. Und für mich ist als Mittelpunkt Kinder irgendwie so zu haben, ich glaube, da muss man nicht lange drüber nachdenken, warum. Also für mich, wenn ein Kind leidet, leide ich unglaublich viel. Und wenn ich Kinder im Not sehe, dann will ich helfen. Also der Antrieb ist halt in das Problem eingebaut für mich. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar auch. Man kann jede Sache, ich glaube, der persönliche Involvierung, wenn es zum Beispiel um Krebshilfe ist oder verschiedene Krankheiten, dann weißt du, dass derjenige hinter der Stiftung hat irgendeinen Berührungspunkt oder ein eigenes Erlebnis. Und bei mir ist es immer diese Bilder, die ich als Kind gesehen habe, ob es durch Live Aid war, in Äthiopien, diese ganzen Kinder, die so gelitten haben. Wir waren Kinder selbst zu der Zeit. Habe ich eine absolute Assoziation mit diesen Kindern gehabt. Und für mich ist es selbstverständlich halt irgendwie so, dass wenn wir eine Stiftung haben, dass es um Kinder in Not geht. Das war, glaube ich, also keine Millisekunde, um einfach das festzulegen. Kannst du dich noch erinnern, was euer erstes Projekt war mit der Stiftung? Ja, das war ein Kinderkrebskrankenhaus in Belarus.
in Minsk haben wir mit SWR und mit Mercedes-Benz damals eine Steigerung von einem Auto, eine A-Klasse, die mit einer komplett super speziellen Farbe so hat, um Geld dahin zu bringen. Dann bin ich mit SWR 3 und Mercedes und ein Check nach Minsk geflogen und haben das Geld überbracht. Ich habe immer noch ein selbstgemachtes Video. Ich hatte so damals ein Handycam. Dann habe ich den Videos angeschaut und es ist das gleiche Gefühl. Also wir waren in die Leukämie-Stationen, wir waren in den Krebsstationen. Da siehst du Kinder wirklich am Leiden und da fängst du an, diese so negative Art von Gänsehaut zu haben, wo man innerlich leidet. Und das war, glaube ich, das Erste. Aber was ich da gelernt habe, ist, wie ich stark bleiben muss in dem Moment, weil Kinder nicht Mitleid brauchen. Die brauchen Hilfe. Und das war für mich so ein wörtliches Erlebnis. Ich kann mich erinnern, als wir alle an diesem Flur gingen und manche haben gesagt, ich kann nicht da reingehen. Ich kann nicht, wenn ich da reingehe, dann fange ich nur an zu flennen. Ich kann nicht. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht machen, dass ich nicht dahin gehe. Als hätten die, klar, die sind krank, aber wir geben die denn das Gefühl, dass wir nicht mal mit dem zu tun haben wollten. Und dann bin ich hin und dann habe ich an mich selber gearbeitet, habe ich umarmt und habe die Kinder wirklich so Nähe gezeigt und versucht, so eine Art Unterhaltung zu schaffen. Und es war nicht leicht, nicht zusammenzubrechen und wirklich das emotional alles zu erleben. Und dann habe ich gesagt, da habe ich kein Recht dazu. Ich wollte nicht weinen, ich wollte nicht leiden, ich wollte einfach stark sein und ihm sagen, wir sehen euch, wir sind da, wir bringen Hilfe. Und das hat mich geholfen, um meine Rolle zu finden. Meine Rolle ist nicht Mitleid zu haben. Meine Rolle ist zu helfen. Und das sind zwei verschiedene Schuhe. Wie ist deine Erfahrung, wie die Kinder darauf reagieren, wenn man eben nicht mit dieser wie geht's dir, ist alles gut Haltung reinkommt, sondern eher mit einer positiven, nach vorne gerichteten Haltung? Ich glaube, die Gespräche sind dann anders. Also wenn du jemanden, der krank ist, fragst, wie es ihm geht, der ist krank und der weiß nicht, ob er diese Krankheit oder sie diese Krankheit überleben würde. Also dem zu fragen, wie es ihm geht, ist falsch. Zu fragen, welche Mannschaft er es bei PlayStation spielt am liebsten, da kommt er in Gespräch. Oder welche Musik sie hört, dann kommt sie im Gespräch. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Du brauchst nicht über die Sachen, die wir alle schon mitten im Raum sehen können. Lass uns über andere Sachen reden. Lass uns für eine Sekunde einfach uns allen woanders hinbringen und nicht vergessen, dass, worum das geht. Um zu lachen, um zu lieben, um nach vorne zu schauen, um in Zukunft zu denken, um glücklich zu sein, um lächeln. Also Glücklichkeit ist natürlich eine Kapital, die man am Leben haben will, die man immer investieren will, aber ist es schwer für manche Menschen, die krank sind, vor allem über eine Glücklichkeit in 5 Jahren zu denken. Die mussten heute denken und du musst dich mit diesem Gespräch du musst dich so einstellen, dass du über jetzt redest. Ich fühle mich da in der Lage, wirklich in dem Gespräch aktiv zu sein. Und so, wenn du in einen Raum kommst, wo alle Kabel fangen bei der Mensch an. Weißt du, wo Electrodes und Schläuche und alles. Und das du denkst, oh mein Gott, das ist so aus dem Star Trek-Film. Und du gehst da rein und umarmst der Person. Um einfach zu sagen, scheiß auf diese Kabel, I don't care. Ich bin so froh, dich zu kennenlernen. Und über halt irgendwie so dieses Video zu sprechen. Irgendwie so was auf dem Telefon, guck mal, was er gemacht hat, und dann lachen. Und diese Gespräche zu aktualisieren und nicht den großen Last, weil ich meine, dieses Kind ist jeden Tag mit diesem Last beschäftigt. Die sieht es in den Gesichtern ihrer Eltern. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Deswegen beschließe ich halt, anders damit umzugehen, um ein anderes Gespräch anzubieten. Und ich weiß nicht genau, wie viel Hilfe das leistet, aber ich weiß, dass es
eine kurze Pause von das Tagtägliche. Und ich weiß, was das bringt. Das bringt irgendwie so eine Energie in den Raum rein. Die Eltern können endlich mal lächeln und vergessen das, was die jede Minute sonst beschäftigt. Und die Kinder auch. Und in diesem Raum war ich erst einmal so mit mir selber beschäftigt, dass ich das gut mache und diese Kinder irgendwie so irgendeine Art von Hoffnung oder ein Lacher gebe auf meine Kosten oder irgendwas, dass mein Kopf war halt, ich gehe hier raus und der Person stirbt. Das ist das, was passieren würde. Und das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Und dann irgendwann der Chefin von dem Krankenhaus kam und hat gesagt, naja, wir haben schon 95% Erfolg mit das, was wir machen. Und das war dann so absolute Erleuchtung. Ich habe meine Cousine verloren durch Leukämie, meine Tante durch Krebs. Also so, wir hatten in der Familie schon eine Nähe zu dieser Krankheit. Und habe ich gelernt, auch Freunde, habe ich gelernt, dass da ist keine Hoffnung. Und das war für mich, oh mein Gott, da ist Hoffnung. Du darfst auch Hoffnung haben. Du darfst darüber sprechen als gläubiger Mensch. Wir dürften dafür beten. Und das hat mich total verstärkt. Und hat diese persönliche Erfahrung, die du gemacht hast, die Arbeit, die ihr mit der Stiftung macht, beeinflusst in der Art, wie ihr tätig werdet? Zum Teil ja. Ich versuche halt nicht den leichten Weg zu finden. Oder ich habe nicht versucht, dann den leichten Weg zu finden. Ich habe versucht, den Weg, wo ich maximal was erreichen kann, zu suchen und zu finden. Weil da gibt es manche Themen, wo ich nicht stark bin. Wo ich mich extrem schwach finde, zu emotional und nicht in der Lage, klar zu denken. Und da denke ich halt, okay, diese Themen, da gibt es andere Menschen, die das gut können. Und ich unterstütze die gerne, aber ich kann das nicht. Und man muss seine eigenen Schwächen kennen. Und wenn es um Hilfe leisten zu wollen, dann will ich immer maximale Ergebnisse haben. Ich brauche nicht das Gefühl, ich gebe jetzt irgendwie 5 Euro hin, erstmal gehen 2 Euro weg wegen Administration, erstmal gehen 2 Euro weg, ob wir ankommen, denn 40 Cent kommt tatsächlich an. Das ist für mich irgendwie so, kann ich nicht. Und das liebe ich, diese Versprechen, es kommt alles an. Irgendwie so. Das liebe ich halt irgendwie so vor Ort zu sein und zu wissen, okay, wir brauchen nicht das zu kaufen, das braucht keiner. Wir waren halt da, wir wissen, das ist nicht nötig, wir brauchen das. Dann holen wir das. Und dieser Abstand, die manche haben, um zu helfen, ohne wirklich die Nähe zu haben, ich will die Nähe haben, um zu wissen, wie man am besten helfen kann. Hast du das schon immer gemacht? Du bist ja bei allen Projekten, die ich jetzt hinter der Kamera begleiten durfte, warst du immer vor Ort, hast dich informiert. War das immer schon Teil deiner Arbeit, dass du wirklich dir anschaust, was die Stiftung macht? Nicht immer. Ich würde sagen, es sind 90%. Da gibt es halt manche kleinere Projekte, die wir unterstützen, wo ich diejenige dahinter kenne und sage halt, ich unterstütze dich, weil ich weiß, dass du diese Arbeit leisten würdest, was ich in unsere Projekte leiste. Und das ist genauso wichtig, Menschen zu unterstützen, die gute Hilfe leisten können und wirklich das Maximale auch erreichen. Ob das eine Fußballmannschaft ist für behinderte Menschen in Zürich oder Sale for Kids, dein Projekt. Ich meine, ich bin nicht mitgefahren, aber ich kenne dich und ich weiß, okay, das ist ein Projekt, die man unterstützen kann, weil ich kenne dich. Und glaube ich, das ist halt, wir leben in einer Zeit, du kannst nicht alles zu Ende mitbegleiten. Irgendwie so, aber du kannst die wichtige Punkte erleben, um zu sagen, halt, ist es gut, hier kann man mitmachen. Zum Beispiel bei auch Dunkelziffer e.V. Bin ich nicht in die Räumlichkeiten gegangen mit einer Patient oder ein Kind, um einfach die ganze Therapie zu begleiten. Aber ich kenne halt die führende Macht hinter diesem Projekt, also Dorothy, und weiß ich auch, dass die Arbeit, die leisten, ist zu 100%. Und wir haben da einen Musikraum irgendwie so aufgebaut mit der Band Raymond damals und viel gelernt über Musikinstrumente und wie das hilft, der Geist zu entlasten, dass man wirklich über die wirklichen Probleme sprechen kann. Was du dir vorstellen kannst in
Kinder, die missbraucht würden, was da für ein Wand das erste Mal. Ich glaube, das Wichtige ist, den Anschluss zu haben, das persönliche Beziehung zu einem Projekt zu haben, aber das durch die Menschen, die diese Projekte halt führen oder durch eine eigene Erfahrung oder durch eine eigene Begegnung. Viele der Projekte, die ich unterstütze, habe ich jemanden getroffen. Also zum Beispiel Clearwater. Da waren wir auf ein Event in Berlin, wo jemand einen Preis abgeholt hat, das war für den Film Avatar, aber der B-Roll, also ein Film, das der Cameron gedreht hat, wo der ganze Cast nach Südamerika gegangen sind. Darauf basiert sich Avatar irgendwie so, dass wir unsere eigene Welt zerstören und durch sogenannte Clean Energy, die nicht wörtlich clean ist, und diese B-Film oder diese Nebenfilm vom Avatar hat einen Preis bekommen, vom Cinema for Peace, glaube ich, war das damals. Und derjenige, der das Preis abgeholt hat, Mitch Anderson, habe ich am gleichen Abend später halt im Restaurant irgendwie so getroffen und habe ich ihm gesagt, halt, meine Frau Josephine und ich, wir waren beide, ich kenne es überhaupt nicht, dass in Südamerika so ein Riesenproblem ist wegen Ölverschmutzung und der mal die komplette Tal zerstören, um Clean Energy zu schaffen, aber eigentlich auch nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, wir kommen, wann sollen wir denn kommen? Und er guckt mich an mit, ja, hier ist mein E-Mail, also zumindest habe ich sein E-Mail bekommen. Und es war so ein absoluter Name-Dropping-Event, wo Sean Penn auch da war. Und dann habe ich ihm dann irgendwann eine Woche später ein Bild von mir und Sean Penn geschickt und gesagt halt, kannst du dich an mich erinnern? Ich mein's ernst, willkommen. Und ich bin nicht der Sean Penn auf dem Bild. Ja, ich bin der neben Sean Penn. Und dann haben wir, also du und dein Team, ich, Josephine, sind dann nach Südamerika geflogen, nach Ecuador. Und da haben wir das alles angeschaut mit Mitch und haben ein 5-Jahres-Projekt angefangen, also 7-Jahres-Projekt angefangen in Clearwater, wo wir also es war unser erstes großes eigenes Projekt. Der Aufbau war hingehen, was wir alles gelernt haben von anderen Projekten, ob es in Afrika waren oder in Osteuropa oder in Deutschland. Erstmal hingehen, schauen, okay, wo sind die Probleme? Und das so wahrnehmen, wie du das erlebst halt. Wir haben mit einer ganzen Tisch von verschiedenen Chiefs von die Stämme halt getroffen in Quito. Die haben uns allen erzählt von ihren Problemen. Und ein Thema kam die ganze Zeit. Wir haben kein Wasser. Das Wasser ist verseucht. Wir leiden unter Krankheiten, weil das Wasser giftig ist. Das Wasser. Und dann am Ende habe ich gesagt, da waren natürlich andere Themen, auch mit Bildung und mit Rechte und etc. Und ich habe gesagt, Wasser verstehe ich. Ich weiß, was ihr meint. Wenn man Wasser trinkt, der vergiftet ist, dann ist man krank. Also wir müssen das Wasser saubern. Wir müssen halt sauber Wasser schaffen. Clear Water. Und dann haben wir ein Projekt, wo ein Wasserfiltersystem gebaut wurde. Wir sind in einem Regenwald, das heißt viel Wasser fällt von oben. Und dass das gesammelt wurde und dieses Wasser wird dann gefiltert, weil leider im Regenwasser auch ein gewisser Anteil von Schwermetallen sind und Gift. Dass das gefiltert würde durch Biosand und die absolute natürliche Art, Wasser zu filtern, haben wir gebaut in die ersten und dann haben wir so unseren Weg gefunden. Dann haben wir gedacht, okay, was mache ich halt gut? Also auch remote, weil wir natürlich nicht monatelang in Ecuador waren. Dann habe ich die ganze Kosten mir schicken lassen, was das alles kosten sollte. Und die habe ich dann komplett auseinandergenommen. So lange wie ich in Deutschland jetzt wohne, habe ich gesagt, nein, so nicht. Es wird erstmal jetzt, oder wie kann ich das Beste beschreiben? Ich bin jetzt in einem Land, der bürokratisch sehr gut aufgestellt ist und
habe ich irgendwie so die ganzen Kosten einfach zu mir genommen und habe gesagt, das nicht, das muss weg. Die waren halt gewöhnt, dass Hilfsorganisationen ankommen und sagen, hier ist Geld, hier ist unser schlechtes Gewissen, kannst du es nehmen bitte? Ja, ich sage, natürlich, nehmen wir. Aber wir mit unserer Erfahrung gelernt haben, du musst einen Fahrplan erstmal erstellen, eine Strategie, wie man helfen kann. Du musst es immer begleiten, bis zum Ende. Das ist einfach, derjenige, der das macht, das Gefühl hat, okay, ich kann nicht einfach faulenzen, ich kann auch nicht was behaupten, was nicht stimmt. Ich kann nicht Kosten verlangen, die nicht da sind. Also wirklich ja nicht, weil es Südamerika ist. Ich rede einfach, die Kette ist zu lang. Und du willst halt das Kind im Dorf helfen, dass sie keinen Magenschmerz mehr hat, keine Hautausschläge hat, dass die Frauen keine Fehlgeburten haben oder Geburt mit behinderten Kindern, die offensichtlich von diesen Versäumnissen halt irgendwie so miteinander verbunden sind. Weil in die Orte, wo da viel Versäumnisse waren viele Fehlgeburt und Kinder mit Deformities halt irgendwie so geboren. Und so du anfängst halt mit den Kosten, den ursprünglichen Kosten, die wir von $5.100 auf $1.100 reduziert haben. Pro Wasserunit, die gebaut wurde. Und wir haben Selbstverantwortung angegeben. Wir haben gesagt halt, du willst ein Filtersystem haben, dann streichen wir erstmal das Essenspauschal für die Mitarbeiter, du fütterst die. Wir streichen auch das Unterkunft, die schlafen bei dir. Wir streichen auch das Transport, du holst das. Also immer so eine Selbstverantwortung gegeben an die Sachen, die können. Ohne dass man sagte halt irgendwie so, das kann ich aber nicht. Doch, kannst du. Und haben jeder die Verantwortung, wenn du ein Filtersystem haben willst, dann musst du das erfüllen. Wenn du das nicht erfüllen kannst, dann holst du jemanden in deinen Stamm, die dir mit dir diese Verantwortung erfüllen kann. Und wir haben immer gesagt, halt die 10 Teams, die wir professionell ausgebildet haben in dem Bau von diesen Filtersysteme, die nicht mechanisch sind. Das ist alles, wenn du es gelernt hast, das ist nicht so schwer zu verstehen. Aber wenn du das nie in deinem Leben gesehen hast und du wohnst komplett im Urwald, wo niemand dir also sowas gezeigt hat vorher, dann ist es schon eine große Abenteuer. Und wir haben gesagt, die ersten 10, die gebaut wurden, das waren der Kofan-Stamm, kann ich mich erinnern, irgendwie so in El Dorado, oder? Irgendwas mit Eldo irgendwas. El Dorado? Nee, nicht El Dorado. Das ist Spanien. Doreno, glaube ich, ja. Und ich kann mich erinnern, als wir ankommen, dann haben wir alle begegnet und wir haben gesagt, wir bauen hier 10 Units. Und wenn wir das bauen, den Team aus Quito, die das bauen, bringen das die Kofan junge Krieger halt das bei, dass die dann die nächsten 10 bauen können. Das war unsere erste Aufgabe. Wir haben am Ende in dem Village sogar, glaube ich, 70 Units gebaut. Das war unsere, wie sagt man, Case Study. Ja. Unsere erste Prüfung war, das hinzukriegen, dass die selber am Ende ihr eigenen bauen können. Und haben die auch hingekriegt. Und haben wir gesagt, ihr kriegt die aber nur von die andere Stämme, die Sequoia, die Huarani, die Shione, dass die kommen dürfte und lernen dürften, wie man die aufbaut, sodass, wenn wir in ihre Dörfer gehen, dass die auch in der Lage sind, die zu bauen. Da sind ja ein paar interessante Geschichten jetzt drin in der Schilderung von dir. Das eine fand ich bei der ersten Reise, das hast du nur kurz angerissen, dass du völlig ergebnisoffen hingereist bist, sondern du bist ja nur hingeflogen, um dich zu informieren und zu fragen, was braucht ihr? Was sich ja extrem unterscheidet zu vielen Organisationen, die von außen schon mit der Lösung ankommen, die alles im Gepäck haben, Geld und Lösung und das drüber stülpen. So wie ich dich damals erlebt habe, ist, du hast eigentlich nur zugehört die ganze Zeit und hast auch widerstanden, wenn die immer wieder gefragt haben, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Es ging einfach darum, von vielen verschiedenen Quellen Informationen zu sammeln, um dann zurück in Deutschland mit den Partnern vor Ort was zu entwickeln, was wirklich langfristig auch funktioniert. Und das war für mich interessant zu sehen, dass dieses Zuhören ungewohnt war unten. Also die waren gewohnt, es kommt jemand, der hat eine Idee, der implementiert es und dann mit Glück funktioniert, muss aber nicht. Und das, was ihr gemacht habt, war erstmal zuhören, reden lassen. Was nicht meine Stärke ist, muss man auch sagen.
Ich glaube ganz ehrlich, durch viele Arbeit in Afrika auch, habe ich gelernt, dass was gut gemeint ist nicht immer der Lösung. Wir haben Krankenhäuser mitten in Nirgendwo gesehen, die keinen Stromanschluss haben, wo Millionenwert von medizinische Geräte halt dahin geliefert würde, die niemand gebrauchen könnte. Wir haben Institutionen für Kinder, die behindert sind, gesehen, die gebaut wurde, so ein Treffpunkt für behinderte Kinder, wo wäre es bewusst, dass Behinderung ein Tabu war und niemals im Leben würden die alle in einen Ort treffen, weil da wäre halt für dem selbst schlecht, denn weißt du, dass leider das Geld komplett rausgeschmissen war. Wir sind eine kleine Stiftung, das heißt, wir haben nur so viel Geld. Und immer diese Geld zusammenzukriegen, ist ein Riesenakt und eine Riesenarbeit, die ich auch gerne leiste, um einfach in die Lage helfen zu können. Aber will ich auf jeden Fall gucken, dass das Geld gut eingesetzt ist, dass wir einen Erfolg erleben können. Und du erinnerst dich, bei der ersten Reise in Ecuador haben wir auch Regenwassertonnen gesehen, die völlig vergammelt an manchen Häusern standen, wo die Hilfe, die Idee erstmal gut war, aber die Umsetzung nicht so. Wir haben unterschätzt tatsächlich, dass wenn du aus Westeuropa kommst, dass deine Gedanken sofort umsetzbar sind im Dschungel. Die leichte Form dieser früher aufgebaute Wasserfiltersysteme war mit dem Gedanken, dass die für die Ewigkeit halten. Wissen wir, Plastik halt verschwindet nicht. Das ist unser jetziges Problem. Aber in dem Form war die Hilfe. Aber du musst trotzdem die warten, sonst verstopft sich die Rohre, weil, blöde Beispiel, den Samen, die sich in diese Wasserrillen sich sammelt, geht dann natürlich in den Tonnen, die erste Tonne, die durch den Filter geht, die durch noch einen Filter geht. Und diese zweite Filter war eigentlich so ein Netz. Und dieses Netz hat einfach versucht, aus dem Wasser alle Art von Samen zurückzuhalten. Aber hat sich dann da gehalten und natürlich irgendwann verstopft. Und die Einheimischen haben nicht gewusst, dass sie das sauber machen müssen. Witzigerweise lernt man so schnell, der eine Wort in Spanisch, die meinten, um das zu warten, dachten die heißt zu schützen. Und die Opa stand mit seinem Speer der ganze Nacht, dass niemand das klaut. Kannst du dir vorstellen. Hat auf die Tonne aber aufgepasst. aber die Idee, dass man das sauber macht, ist dem nicht eingefallen. Und sehr oft sind die Tonnen da vergammelt. Die sahen aus wie Oldtimer-Autos, die nicht reparierbar waren. Irgendwo da in die Ecke und niemand hat die genutzt. Und in manchen Fällen haben wir die auch gewartet, dass die wirklich wieder stabil und jede 7 Jahre muss man diese Biosand wieder austauschen, halt, dass es was bringt. Das Zuhören war ganz wichtig und den Vertrauen zu schaffen war ganz wichtig. Die waren gewöhnt, dass jemand kommt und gibt ihnen Geld und irgendwas passiert, aber in Wirklichkeit passiert nichts. Und dann ist er auch schnell wieder weg. Ja, und ich habe gesagt, jede Projekt, die wir unternehmen, muss mindestens 3 Jahre lang sein. Wir müssen aktiv vor Ort sein, wir müssen Gesicht zeigen, wir müssen Vertrauen gewinnen und nur so würden wir halt das so eine Selbsthilfe-Projekt schaffen, weil irgendwann übernehmen halt diejenigen die Verantwortung, um sich selber zu helfen. Und das war die Ende des Projekts in Ecuador auch, wo wir merkten halt, okay, jetzt das Fokus ist was anderes. Es ist nicht sauberes Wasser, weil das haben wir geschafft. Jede Familie, die wir gesagt haben, wir helfen euch, haben das bekommen. Und durch diese gesundliche Stärkung, dann haben die anders gedacht. Wir haben gesagt, wir müssen unser Land schützen. Wir dürfen nicht einfach die ganze Bohrrechte abgeben an irgendwelche Ölfirmen, um Kurzgeld zu bekommen. Wir müssen unsere Kinder ein Land anbieten, wo die weiterhin jagen können, wo die weiter einfach leben können, ohne Angst vor dieser Versäumnisse. Es ist nicht, dass das Problem weg ist, aber es ist so, dass die jetzt in die Lage sind, sich selber zu wehren, rechtlich. Und die Amazon Frontline ist halt da, wo die jetzt ihre eigene Organisation aufgebaut haben, ist eine Gemeinde von all diese Stämmen, mit wem wir gearbeitet haben. Ich kann nur stolz sagen, dass wir absolut instrumental waren, nicht nur in ihrer Gesundheit zu verbessern, aber auch, wie sie aufgestellt sind. Die haben gelernt durch uns, wenn du was willst, musst du zusammenhalten. Wir haben mit allen Worten gesagt halt, es geht nur, wenn ihr das zusammen macht. Und alle, die gesagt haben, das geht nicht, die würden das nicht machen, haben die das gemacht. Ja, das muss man vielleicht noch mal klar sagen. Als wir in dieses Gebiet kamen, waren diese Stämme
ich weiß nicht, ob man es verfeindet nennen kann, aber sie haben auf jeden Fall nicht miteinander geredet und mochten sich nicht. Und wer vom Land kommt, weiß halt, wieso das Dorf nebenan ist halt der Feind. Wieso, das ist halt so. In Fußball, in jeder Sport begegnet sich, ist es nicht so, ey, schön dich zu sehen, das ist wirklich, du bist vom Dorf nebenan. Und ich glaube, die Stämme waren so aufgestellt. Manche, und es ist so witzig, manche Stämme haben auch andere Talente. Manche waren super Jäger, manche waren super Administratoren, ganz ehrlich. Manche waren super beim Bauen. Es war alles unterschiedlich. Und wir haben alle Kräfte gebraucht, um dieses Projekt wirklich zu Fruition zu bringen. Und das haben wir geschafft. Und ich war stolz, dass wir da wirklich uns gewehrt haben, wenn Leute sagen, nee, du kannst nicht mit dem alle zusammenarbeiten, du musst mit dem getrennt arbeiten. Ich war halt, das können wir uns nicht leisten. Aber da merkt man, wie wichtig diese Umsetzung ist, dran zu bleiben. Wie oft waren wir in Ecuador? 6 Mal? 7 Mal, ja. Also du hast ja nicht locker gelassen. Und diese Idee, die Techniker des ersten Stamms, die ausgebildet wurden, einzusetzen, dass die in den nächsten Stamm gehen und dort die Tonnen aufbauen, hat ja dazu geführt, dass die Stämme jetzt zusammenarbeiten und eine eigene Allianz gebildet haben. Ja. Und letztendlich du dich auch mit dem Projekt zurückziehen konntest, weil man sagen kann... Da gibt's einen Punkt, wo man weiß, dass man seine Maximale oder ja Maximale erreicht hat. Und das muss man erkennen, weil ich könnte natürlich weiterhin das Projekt führen, um nur Lob zu bekommen, aber was erreiche ich jetzt? Irgendwann ist das Verletzung geheilt und wenn du weiterhin den Krücken nimmst, heißt nicht, dass du den brauchst, du hast dich daran gewöhnt. Ich will nicht, dass die Einheimischen sich daran gewöhnt haben, dass wir Geld geben. Das ist der falsche Einsatz. Also wir wollen halt, dass die selbstständig sind und sich selber wehren können. Das können die auch. Und die haben jetzt andere Organisationen, die besser helfen können mit Rechten, mit sich selber, so wie gesagt, rechtlich zu wehren. Und wenn ich dir ganz ehrlich bin, ich bin nicht ein guter Gegner. Ich will nicht der Gegner sein. Ich wollte nicht gegenüber den Politiker oder den Ölfirmen da stehen und der Gegner sein. Ich habe vom Anfang an gesagt, ich will was Neues schaffen, ich will das Positives schaffen, ich will eine neue Energie schaffen. Um einfach das, wenn du denn da stark stehst, dann kannst du dich entscheiden, wie du dich selber wehren kannst. Aber als wir da waren zuerst, wussten die nicht wie. Die können sich nicht wehren. Die haben sich eher assimiliert. Die haben einfach die Wege von den Ölfirmen angenommen. Die haben die Wege von den Politikern angenommen, um irgendwie durchzukommen. Und wir haben wirklich die Stärke gegeben, um einfach sich neu aufzustellen, zu sagen halt, nein, wir wollen das nicht so. Die haben unglaubliche Erfolge gehabt in den Zurückerobern von ihrem eigenen Land und die Rechte dazu. Und wir sind ein Teil davon. Und ich würde niemals im Leben behaupten, wir sind dafür verantwortlich. Aber es ist manchmal einfach diese Stutz in dem Moment, wo man wirklich schwach ist, der in der Lage bringt, um zu helfen. Und wir waren ein Teil davon. Ja, Clearwater super erfolgreich abgeschlossen. Ja. Dann stellt sich die Frage, what's next? Also wir haben immer Projekte, die wir die ganze Zeit unterstützen. Ob das Dunkelziffer e.V. ist oder ob das die Arche ist oder kleinere Projekte auch, wo wir sagen, das ist uns wichtig. Und als Clearwater sich abgeschlossen hat, dann haben wir uns erstmal darauf konzentriert, dass wir da in diese Projekte vielleicht ein bisschen mehr helfen können, weil natürlich als kleine Stiftung diese finanzielle Unterstützung, da können wir nicht jeder alles anbieten. Wir mussten wirklich gezielt arbeiten, um den Erfolg zu schaffen und effektiv zu arbeiten. Und bei der Arche war ich am meisten begeistert, weil wir arbeiten mit Bernd und dem ganzen Team schon seit Jahren. Und ich liebe diese Entwicklung und es ist so witzig, ob du in einen Stamm Einheimische im Urwald in Ecuador bist oder in Berlin Mitte oder in Marzahn und ein Mann, der wirklich mit seinem ganzen Team so sein Leben einfach da committed hat, um Kinder, die Hilfe brauchen, irgendwie so zu leisten. Und als ich erst mal bei ihm saß, dachte er, was ist das für ein Typ jetzt gerade? Also wirklich, man hat es sofort gespürt. Ja, wir haben eine Spende mitgebracht von 10.000 Euro. Ja, nett. Vielen, vielen Dank. Aber der war eine Schlange von Menschen, die ihm helfen wollten, glaube ich, zu der Zeit, weil es war absolut Thema. So wie wir es gewöhnt sind, halt, Medi hat einfach ein Thema, das wird darauf total fokussiert und der hat viele Helfer, Gott sei Dank. Aber 15 Jahre später sind wir immer noch da.
Und ich freue mich, ich jetzt mit Bernd diese Verhältnis haben, genauso wie die Stämme in Ecuador, diese Vertrauen zu schaffen und das Wissen halt, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht, dass wir gemeinsam als Synergy was erreichen können für Kinder in Not. Und wie gesagt, der hat sein Leben davor gegeben, oder der gibt sein Leben, dass extrem viel Kinder über ganz Europa geholfen würde. Und ich freue mich, dass wir mit der Stiftung ihm helfen können. Aber es war dann, I think it's my life, ich glaube, es ist mein Leben so, dass wir wirklich Clearwater fast die Tür hinter uns gezogen haben, gerade abgeschlossen. Und dann ist Krieg ausgebrochen in der Ukraine. Und wir waren schon mit unserem Partner Art Helps in der Ukraine seit 2018. Wir haben die unterstützt, ihre kreative Workshops zu führen, um Kinder eine sichere Zone zu schaffen in ein Kriegsgebiet, um einfach wieder Kind zu sein. Und dann war die Invasion von Russland und die Americans said best, all hell broke loose. Das war wirklich, unsere ganze Infrastruktur ist auseinandergefallen. Die Infrastruktur, die ihr hattet in der Ukraine? Die wir aufgebaut haben, diese Teams, die wir hatten, sind auf einmal alle im Keller gewesen und haben sich auf den Kinder aufgepasst und es wird täglich bombardiert und kriegen wir kleine Videos von die im Kriegsgebiet halt versuchen zu überleben. Dann war ein absoluter Moment wieder, wo ich sage halt, okay, how are we going to do this? Was machen wir jetzt? Was habt ihr denn bis dato in der Ukraine gemacht? Also Saving an Angel hat in der Ukraine eher eine finanzielle Unterstützung geleistet zuerst. Art Helps waren vor Ort und die haben Onheid ist ein Projekt, das wir zusammenführen. Onheid ist, Kinder eine Sprache zu geben, Kinder die Chance, sich zeigen zu lassen, ihre innere Stimme zu finden und wieder Kind zu sein. Das ist Onheid. Und wir haben diese Projekte in Irak durchgeführt, in Jordanien, in Ecuador teils, in Brasilien. Und in der Ukraine waren wir auch aktiv. Und Art Helps hat die meiste Arbeit geleistet. Wir haben die finanziell unterstützt als Partner damals. Und es waren aber immer kreative, es war ja immer Workshops. Crazy Workshops, die ich bin bei Ersthilfe super. Das kann ich. Also, wo ich so ein Netzwerk aufbaue, wo Menschen auf einmal was zu essen haben, ein Dach über dem Kopf haben, Klamotten, so Hygieneprodukte, medizinische Produkte. Also, das kann ich. Und bei kreative Hubs oder kreative Workshops, da geht es darum, um die innere Sprache zu finden, deine Fantasie freilaufen zu lassen, deine Träume irgendwie so am Leben zu bringen, halt irgendwie so in die Realität zu ziehen. Und ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit nur ein bisschen zugeschaut irgendwie so. Und ich dachte, okay, ich erkenne die Wichtigkeit davon. Wenn du ein Kind, der so ein Trauma hat, sieht, wie die für eine Sekunde manchmal aufgehen durch diese Workshops und auf einmal wieder lächelt oder sehnsüchtig nach einem Familienmitglieder guckt, weil das Liebe wieder in Flammen da steht, irgendwie so auf eine positive Art, so die innerliche Flamme von Liebe, wenn das lebt, denn daraus entsteht Hoffnung, daraus entsteht Träume, daraus entsteht halt Vision, Wille, so viele Dinge. Wenn du diese Liebe nicht hast, wenn du diese innerliche Werte, die Liebe dir gibt, nicht hast, dann geht der Kerze aus. Und wir haben durch die Arbeit Teams in der Ukraine gehabt, die uns geholfen haben. Und dieses Netzwerk haben wir nach der Invasion in 2018 dann sofort zu einer Lieferkette für Ersthilfe, für Nahrung, für Klamotten, für alles, was man braucht. Weil du musst dir vorstellen, wir kennen es zu Hause. Da ist ein Schlüssel, gehst halt rein, da ist dein Zeug, machst halt einen Kaffee, isst halt was. Und wenn du keinen Schlüssel mehr hast,
und du wirklich nur eine Plastiktüte hast und du hast vielleicht 2 Kinder, da entsteht halt ein Zweifel, ein Frust, wirklich ein Bedarf, die wir auf einmal erfüllen könnten. Wir könnten Trucks mit alle mögliche Art von Hilfe zusammenkriegen und wir können unsere Lieferkette nutzen, um Ersthilfe zu leisten. Und wir waren in die Lage, das zu machen. Und wir bei Saving an Angel haben gesehen, okay, das ist unser neues Projekt. Das ist nicht mehr, manche Kinder helfen zu wollen. Das ist ein nationales Projekt. Wir kennen das in Ecuador. Unsere Arbeit war, das ganze Land hat daran gewonnen. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, zu wissen, dass die Arbeit, die du leistest, schlägt Wellen und wird was Positives schaffen, die uns alle betrifft. Und wir sind da mittendrin. Wir wollen weiterhin die Creative Workshops schaffen, um die Kinder, die traumatisiert sind, die Kinder, die Bilder gesehen haben, die wir alle nicht ertragen können, die Kinder, die einfach ihre Kindheit verloren haben, eine Chance, einen kurzen Blick auf eine Kindheit, die die wieder haben können, zu geben. Und vielleicht denen helfen, diesen Weg wieder hinzuschaffen, um wieder Kind zu sein. Tom Lupo von Art Helps, der ist auch Gründer und ein Freund von mir, der hat gesagt, wir dürfen nicht eine ganze Generation von Kreativen verlieren durch diesen Krieg. Und das ist die Einsicht, die ich nicht hatte. Ich glaube, bin eher so, bodenständig ist der falsche Wort, ursprünglich in meine Gedanken. Essen, Medizin, Sicherheit. Ich schaffe halt die wichtigsten Sachen und dann ist alles gut. Aber der hat total recht. Was wäre, wenn wir durch den Krieg die ganze Musiker, die ganze Kreativen, die ganze Visionen, die ganze Fantasie verlieren würde? Was für ein Verlust für die ganze Welt. Und ich weiß nicht, aber ein Stück Kunst wichtiger ist als ein Dach über dem Kopf. Ich glaube, man muss die aber nicht vergleichen. Ich glaube, man muss die beide haben. Und dass es unsere Aufgabe ist, den Freiheit oder den Freiraum oder den sichere Zone zu schaffen, dass ein Kind wieder kreativ sein kann, weil das Gewinn dadurch ist für die Seele, für den Geist, für den Herz, für den Kopf so wichtig, dass das ist der Wille, um weiterzumachen, die Hoffnung zu haben, um Liebe zu suchen, um den Flamme wieder stark zu machen. Und das habe ich so oft gesehen. Das war dann nicht mehr nur, ich musste es natürlich 1000-mal bearbeiten, ist das, was ich kann. Und zu merken, als wir da waren vor Ort, was das für eine Wirkung hat. Ich habe Kinder gesehen, die gerade aus dem Müllberg gerettet würde, um zu einer Sicherheit gebracht würde, die dann einen Workshop mit uns gemacht haben. Und diese Transformation von die Bilder, die wir hatten, von den Haufen Müll, wo die Essen gesucht haben, zu dem Moment, wo die da sitzen und malen und was selber bauen und ihre Fantasie freilaufen lassen. Unglaublich. Also wirklich nicht, wo ich sagen würde, halt, das ist wichtiger als Essen. Es ist genauso wichtig. Dieses Essen für die Seele. Und ja, also ich glaube halt, das ist die super Kombination zwischen Art Helps und Saving an Angel. Wir sind halt das Rückenwind. Wir sind die finanzielle Partner. Wir sind halt manchmal das Muskel, manchmal das Sprachrohr, manchmal das Hauptlicht, das Spotlight. Und Art Helps ist halt diese kreative Mannschaft von unglaublichen Menschen, die mit so viel Liebe und so viel Verstand kommen, um diese sichere Zone, dass wir zusammen erbauen, zu füllen. Und ich bin total gesegnet und bin öftermals jetzt in der Ukraine gewesen, kurz davor wieder hinzufahren, um so sicher zu sein, dass unsere ganze Arbeit nicht nur ankommt, aber wirklich was bringt und effektiv ist, diese maximale Effekt, die ich so gerne habe.
um das zu erleben und um zu sehen und dann auch weiter zu denken. Ich glaube, ich bin in den nächsten 7 Jahren in der Ukraine tätig und freue mich darauf. Das heißt, du hast ja erzählt, die Infrastruktur, die vor Ort bestand, um diese Kreativworkshops zu organisieren, wurden nach dem Kriegsausbruch einfach zu Ersthelfern umfunktioniert. Wir sind da zusammen kurz nach Ausbruch, ich weiß gar nicht, 2 Wochen danach, glaube ich, in die Ukraine gefahren, weil das war euer letzter Truck mit Essen und Klamotten, die geschickt wurden. Hat diese Art der Ersthilfe aufgehört? Wird die von anderen geleistet oder wie weit seid ihr da involviert noch? Als wir das erste Mal da waren, haben wir, glaube ich, das 40. Truck irgendwie so dahin gefahren. Und wir haben einfach gesehen, okay, das Truck kommt an, wer das empfängt. Wie wird es aufgeteilt? Wie funktioniert es? Es war halt so, wir kommen halt an, wir haben das ausgeladen, erstmal in eine kleine Lagerhalle und teils in einen anderen Truck, die dann woanders hingefahren hat, um eine andere Lagerhalle zu bestücken. Dann kamen halt ein Bus nach dem nächsten an, kleine Transporter, die gerade von der Front kamen. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Alles eingeladen. Erfahren wir, einer von den Fahrern hat es nicht geschafft, wurde von den Russen Armee rausgenommen, erschossen, getötet. Und unser Fahrer wurde von dem angenommen. Und dann, wo ich damit beschäftigt war, wie der Fahrer ist in Lebensgefahr, aber absolut Lebensgefahr, nicht nur gedanklich, weil wenn du hörst, dass einer gestorben ist, dann ist es nicht mehr, das ist die absolute Realität. Und merkst du, ihr einziger Gedanke war natürlich der Verlust, aber auch die ganze Ware ist nicht da angekommen, wo es kommen sollte. Und wie die das kompensieren. Und dann merkst du halt, das ist ein absoluter Survival, die ich glaube, ich habe anders erlebt vorher. Ich habe mit Krankheiten gearbeitet, ich habe mit so Gesellschaften, die nicht funktionieren und wie kann man irgendwie so den absoluten Armen stärken, dass die überleben. Und dann auf einmal irgendwie so zu hören, dass es geht um Leben und Tod, aber in ein Kriegsgebiet. Das ist eine komplett andere Einstellung, die für mich bei der ersten Besuch halt schockierend war. Aber wir gehen dahin, um einfach die Lage zu checken, weil wir wollen effektiv in der Arbeit sein. Das heißt, brauche ich nicht in Berlin sitzen und mir das alles zu überlegen. Ich muss da hin und gucken. Und wie du es auch gesehen hast, da haben wir Dinge erlebt, die gesteuert haben, was wir zunächst machen. Hörst du wieder zu oder ist klar, was gemacht werden muss? Also das Erste, was wir machen mussten, war zuhören. Wir mussten da hingehen, schauen, mit allen sprechen, hören. Was ist wichtig? Was müssen wir euch geben? Ich glaube, eine der härtesten Gespräche, die wir geführt haben, war in der Küche von unserem Team vor Ort, der ein Netzwerk aufgebaut hat, um den Erste Hilfe irgendwie so ins Land zu bringen. Wir bedienen 86 Kleindörfer. Und das ist natürlich ein riesen Netzwerk von Autos und Menschen und Lagerhallen und etc. Und ich habe als wäre ich gerade aus Ecuador gekommen, wie kann ich dir helfen? Also dieses Gefühl, weißt du, du gibst einen Moment und dann wird es gesagt und dann das ist das, was wir machen. Und der sagte mich, wie so ein großer Mann, Wladimir, mit seinen 5 Kindern, glaube ich, hat er, und seine Frau in der Küche sagt, ich will deine Hilfe nicht. Ich will nicht dir in meine Küche so haben, dass du mir fragst, wie ich dir helfen sollte. Das will ich nicht. Aber im Moment kann ich nicht ohne dich. Also, und als hätte er einen Tisch voll von Hilfsorganisationen einfach zur Seite geräumt und wir haben beschlossen, jetzt bauen wir ein Haus. Und es wird so gemacht. Und das, ehrlich gesagt, fand ich beeindruckend. Ich fand es gut. Das war ein fester Fuß am Boden für uns. Wir wussten, okay, wir sind keine Hilfsorganisation, wir sind Mithelfer. Der hat es mit Stolz gesagt, die Ersten, die den
ukrainische Volk im Osten geholfen hat, waren die ukrainische Volk im Westen. Die haben im Keller ihre Kartoffelverlage gehabt, die haben ihr Apfel, die haben alles, was die normalerweise im Winter selber aufbrauchen würden, zusammengepackt und ins Osten geschickt, dass an der Front, dass die Familien was haben. Das war beeindruckend. Der wusste, dass diese Kette kann sich nicht lang halten, die ist nicht selbstständig, weil irgendwann geht es aus und waren wir dran. Also wir mussten halt diese Kette befüllen mit Nahrung, hygienische Produkte, medizinische Produkte etc. Ihr nutzt bestehende Strukturen vor Ort und supportet die von außen? Ja, wir haben halt Organisationen gefunden, so wie die Gemeinde, halt die kirchliche Gemeinde, die in der Lage sind, halt irgendwie so Menschen zu kontaktieren. Wir haben, komm, holt es, bedient euer kleines Dorf. Und ich meine, wir kommen an eine Lage, da kommt halt ein Bus an Transporter, die durch ein Fenster erschossen würde. Also wirklich bis mittendrin. Und der hat 200 Kilometer gefahren oder 3 und war aufgeladen und umgedreht und wieder zurückgefahren. Der hat irgendwie uns gezeigt auf dem Handy, wie sein Haus gerade angegriffen würde. Sein Nachbar hat gerade geschickt, irgendwie so, da ist eine Bombe reingeflogen, Haus platt. Also der wusste, Gott sei Dank war seine Familie sicher, der wusste, dass er zurückfährt und hat kein Zuhause. Aber ihm war das egal. Wichtig war, dass er jetzt hier auflädt und wieder fährt. Das heißt, von der Organisation war es so, eure großen Trucks fahren kurz hinter die Grenze, Ja. dann wird umgeladen in kleine lokale Transporter und die gehen in die betroffenen Regionen, Genau. weil man ein bestehendes Netzwerk hat an Leuten, die man kennt. Wir haben das genauso. Wir haben so mehrere Lagerhallen gehabt. Es war gut, irgendwie so ein bisschen Input mitzubringen, weil da war der Gedanke halt, ja, wir wollten eine Lagerhalle hier machen, im Mitte. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil solange wir klein sind, sind wir nicht greifbar. Also nicht komplett greifbar. Aber weil man wusste halt irgendwie so, dass die russische Armee so schlecht beliefert würde, mit Essen, mit alles, dass, dann machst du halt einen riesen Schild auf dich selber halt. Hier ist alles, was du brauchst. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Dann liefern wir genau in dieser Art. Sind in Lviv gewesen, da haben wir eine Lagerhalle. Außerhalb dann noch eine. Und dann haben wir mit Kleintransporten alle Dörfer halt beliefert. Und so ging es gut für eine Weile. Muss ich sagen, in Deutschland war ein Riesenherz, ist ein Riesenherz immer zu spüren. Unsere Lagerhallen hier waren voll. Art Helps in Stuttgart haben gemeint, irgendwie so, da ist für Stau irgendwie so gesorgt, als Leute angekommen sind. Auf einmal stand die Polizei bei dem im Lagerhalle. Die dachten, die kriegen jetzt irgendwie so eine Rede, dass das alles nicht so sein sollte. Und die Polizei sind mit eigenen Spenden gekommen. Also wirklich, da war alles auf diese Seite zu erleben. Und irgendwann haben wir gemerkt, vor Ort, wir können nicht nur auf die Zufallsprozess uns da verlassen. Also, weißt du, wenn eine Familie macht, halt packt zusammen, das ist das, was wir spenden wollten, dann musst du das vor Ort dann wieder aussortieren. Und irgendwann merkten wir mussten akkurat da anliefern. Wir mussten halt, zum Beispiel, du musst halt erstmal flexibel bleiben. Wenn du 100.000 Euro hast und du musst halt damit 3-4 Trucks füllen und du fragst halt, oder ich bringe halt 20.000 in das Land ein und kaufe mir Pasta von allen ab. Also du musst halt vor Ort. Du musst die ganze Zeit denken, was ist das Klugste? Wie kann ich das meiste aus diesen 100.000 Euro machen? Und es war ein Challenge. Es war viele Gespräche, wir ständig zuhören. So, weißt du, wir brauchen keine Windel mehr, da haben wir genug. Und was passiert auf die andere Seite? Also bei unserer zweiten Reise. Dann merken wir, wie selbstständig die in manchen Sachen auch geworden sind, wie die ihre eigenen Fuel irgendwie so kreiert haben. Die haben so eine Kompressionsmaschine, muss ich mir so vorstellen. Die ganze Reste von verschiedenen Ernte, so von Sunflowers und Weizen und etc., haben die zusammen komprimiert, gepresst und das verbrannt, also beim Kamin irgendwie so Art Briketts werden daraus gemacht. Briketts daraus gemacht wurde. Und das hat weniger CO2-Ausschuss
als jede andere Art vom Verbrennungsmittel. Es lässt eine weiße Pulver, die dann die ganze Weide damit versprüht, die als Phosphat irgendwie so da geholfen hat, dass die Ernte auch nochmal verstärkt wurde. So, ich dachte halt, warum machen wir das nicht die ganze Zeit? Muss es ein Krieg entstehen, um sowas zu erfinden? Das war so beeindruckend. Und wir haben dann auch gemerkt, okay, Essen, da haben wir nicht genug. Wir müssen mehr Essen schaffen. Wir haben unsere Lagerhallen wieder aufgefüllt. Die Flüchtlinge kamen irgendwie so in Strömen durch das Land, bleiben in das Land, aber haben immer Stützpunkte gehabt, wo die ankommen zuerst von der Front. Wir haben Menschen getroffen, die wirklich jeden Tag an der Front gehen und Brot verteilen, die Menschen mitnehmen. Also unglaubliche Erfahrungen und Erlebnisse. Als wir zurückkamen, wussten wir genau, okay, wir müssen das kaufen. Wir kriegen die Spediteur, der kann über die Grenze gehen. Wir müssen über diese Grenze gehen, sodass wir da hinkommen können. Unsere Teams sind super aufgestellt im Land. Unglaublich beeindruckende Erlebnisse halt und Geschichten gehört. Und wir sind kurz davor, nochmal hinzugehen und dieses Mal ist jetzt zu gucken, okay, wie sieht es aus jetzt für die nächsten Monaten? Was brauchen wir jetzt? Weil du kannst natürlich dir das alles sagen lassen, aber ich meine, ich kriege halt Geld zusammen von Menschen, die helfen wollten, große Organisationen etc., da habe ich die Verantwortung davor, diese Geld auszugeben. Und dann sehe ich nicht, dass ich einfach nur ein Telefon in der Hand nehme und frage halt, was braucht ihr jetzt? Ich gehe einkaufen für euch. Es ist eher so, und diese Präsenz zeigt halt die Menschen da vor Ort, du bist nicht alleine. Wir haben ein kleines Waisenhaus südlich von Smila, so 300 Kilometer von der Front, wo ein Elternpaar geplant hatten, 50 Kinder aufzunehmen, um für die zu versorgen halt. Wie so die in Amerika eigentlich ihre eigenen Kinder aufgewachsen haben und hätte da sitzen können, aber gesagt, nee, Ukraine ist mein Land, ich komme halt zurück und ich helfe. Wie viele tausende Menschen durch diese Waisenhaus durchgefahren sind. Das ist jetzt ein Waisenhaus, was ein Flüchtlingslager fast schon wurde, eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Genau, es ist eine Erstaufnahmestelle. Es ist halt irgendwie so, from the front ankommen, eine Nacht schlafen, einen Tag essen, gewisse Normalität wieder zu erleben, deine Geschichte zu erzählen, des anderen zuhören und dann zu überlegen, wo gehe ich jetzt zunächst hin und verstärkt wieder dich auf den Weg zu setzen. Und da sind tausende Menschen, die da durchlaufen täglich, die wir mit Essen versorgen. Es ist anders zu diese kreative Workshops, aber es ist genauso wichtig. Und deswegen finde ich, Unheit ist wirklich so flexibel in ihrer Art, gezielt, aber nicht blind. Irgendwie so, man weiß halt, okay, jetzt ist ein Truck Essen notwendig, jetzt sind alle verstärkt, okay, jetzt machen wir einen Workshop, jetzt identifizieren wir Kinder, die absolut jetzt in Therapie gehen sollten, um dass sie eine Chance haben auf ein normales Leben, die Therapie anzubieten mit Therapeuten und Kindertherapeuten und wirklich so ein Wiederaufbaugefühl jetzt schon zu haben. Der Krieg ist noch nicht zu Ende, aber man muss Menschen irgendwie so ein gewisses Gefühl geben, dass es zu Ende gehen würde. Und du willst nicht alles verloren haben, wenn das Krieg zu Ende ist. Dass du eine Chance hast, irgendwas festzuhalten, dass wenn du wieder aufstehst, dass du das hast, um dich zu erinnern, wer du bist und warum es dir gibt und warum es wichtig ist, um weiterzukämpfen, um weiterzukommen. Ihr baut Kreativworkshops auf, macht parallel Soforthilfe für die Leute vor Ort. Das Ganze braucht neben Leuten, die sich mit Leidenschaft dem Ganzen widmen, ja auch Geld. Wie schaffst du das, dieses Geld zu generieren, um vor Ort helfen zu können? Und wie können Leute, die helfen wollen, euch unterstützen? Also die ganz klassische Art, eine Stiftung zu führen, ist irgendwie so, wo man das Problemort identifiziert, wo man helfen will. Denn was es kostet, wie viele Menschen brauche ich, um diese Probleme zu lösen und wie viel Geld brauche ich. Und dann
stellt man eine Strategie zusammen, um das Geld zu haben, um das Menschen zu finden, um das Problem zu lösen. Sehr oft geht das Problem nie für immer weg und man braucht weiterhin Menschen, man braucht immerhin viel Geld. Ich glaube, also durch meinen eigenen Glauben setze ich mich dahin und fange ich an. Und ob es mein Geld ist oder das Geld von jemand anderem oder eine Unterstützung, glaube ich daran, dass wenn ich anfangen zu arbeiten, dass dieses Geld kommen würde. Und dass die Menschen, die ich brauche, ich finden würde. Und dass wir gemeinsam diese Probleme beseitigen würden. Es vielleicht nicht in meiner Lebenszeit passieren, aber auf jeden Fall die ersten Schritte würden getan, auf jeden Fall ein Gefühl vom Erfolg würde erzeugt und auf jeden Fall eine Sicht nach vorne, dass wir das schaffen können. Das sind für mich halt die wichtigen Dinge, die ich brauche, um weiterzumachen. Ich kenne sehr viele Menschen und sage dem auch. Es war bei mir bei einem Geburtstag, wo ich ein Video geschickt habe in WhatsApp zu fast allen. Und wir waren gerade am Anfang in Onheit in der Ukraine nach der Invasion. Und ich habe einfach angefangen mit, ich weiß, ihr habt alle meine Geburtstag auf dem Revier oder Visier und ich will aber das und das und das. Und habe verschiedene Spenden aufgerufen und so eine Welle von Geld kam an. Und ich war halt, wow. Man sollte nie seinen Freundeskreis testen, weil wahrscheinlich am Ende hast du nur die Hälfte. Aber in diesem Moment habe ich das Gefühl, dann ist es gut so, wenn es nur die Hälfte ist, die bereit sind zu helfen. Und es war unglaublich, was für eine Welle von Geld kam und wie wir anfangen können. Und das kombiniert halt mit diejenigen, die da draußen verstehen und glauben und Vertrauen haben in mir und wissen, dass wenn die mir Geld geben, dass ich das gut einsetzen würde, um zu helfen. Und ich glaube, dass sehr oft, dass jeder will helfen, aber weiß nicht wie. Und es ist nicht vorgeschrieben, dass jeder helfen kann. Manchmal ist es so, dass du hast so einen Erfolg in deiner Arbeit, dass du mehr Geld hast, du fühlst dich sehr stark, deine Familie sind glücklich und du aber nicht in der Lage bist, tatsächlich Menschen zu helfen. Aber du siehst mich und sagst halt, ich helfe ihm, anderen zu helfen. Das ist genau das gleiche Arbeit, weil ich nicht diese Arbeit immer machen kann, ohne die Unterstützung vom anderen. Also das ist find your part. Es ist dieses Zahnradsystem. Welcher Teil bist du? Weil ein Teil von der Maschine bist du. Ein Teil von der Lösung bist du. Und wichtig ist einfach nur, wo setze ich mich ein? Und ich bin gut in dahin zu fahren, das anzuschauen, meine Erfahrung zu nutzen, ein Projekt aufzubauen, die effektiv ist. Ich bin gut, den Spotlight dahin zu bringen mit irgendeinem Mediapartner und sagen halt, guck mal, das passiert hier gerade. Und ich bin auch gut, so mit dir dahin zu fahren und sagen halt, das ist das, was wir gemacht haben. Bitte unterstütze uns weiter, dass wir weiterhin diese Arbeit leisten können. Also wenn ich sage, ich bin gut darin, es ist das, was ich kann. Und ich liebe es. Und das ist meine Rolle in diese ganze diese ganze Lösung. Und ich setze mich halt gerne dafür ein. Und ich meine, das ist so absurd manchmal, wo man da sitzt, aber man am Tisch von alle Stämme, Chiefs und hörst dir halt zu. Oder ob du in der Küche bist von einem, kann ich nur als Krieger beschreiben, der gerade von der Front kommt, der mir erzählt hat, was wir alles brauchen. Oder ob man durch eine Checkpoint geht, wo das ist ein Metzger, das ist ein Bäcker und die sind bewaffnet und die schützen ihr Land und ihre Kinder. Man schwebt darüber. Ich stand neben 3 Krieger in Ecuador, die bereit waren, halt jemand anderen anzugreifen, weil irgendjemand hat einen Fluch ausgesprochen. So wirklich so, das ist, welche Jahrhundert sind wir jetzt gerade? Aber das war ihre Realität und meine Aufgabe ist nicht da drin zu gehen und sagen halt, nee, ihr macht das alle hier falsch. Meine Aufgabe war, die Kinder zu helfen. In die Hoffnung, dass durch unsere Hilfe würde ein gewisser Sinn ankommen, dass man eine bessere Gesellschaft irgendwie so schafft. Meine Aufgabe ist gegenüber den Kindern in der Ukraine genau das Gleiche. Ich komme nicht hin und sage halt, wer hier schuld ist.
wir haben alle ein Gefühl für was richtig ist. Aber wir sind oft überrascht, was der Antrieb war vom anderen. Ich bin nicht damit beschäftigt. Ich bin damit beschäftigt, dass diese Kinder ein anderes Leben, ein besseres Leben verdient haben. Und ich kann nicht auf der Couch sitzen und ich kann nicht in dem Moment, wo ich tatsächlich was machen kann, nichts machen. Ich muss was machen. Und ich fühle mich auch wohl, ich fühle mich auch stark und weiß, dass wir einen Erfolg schaffen würden. Und deswegen mache ich das auch. Und man kommt zu Hause mit umso mehr Motivation, umso mehr zu machen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich ja nur sagen, ich sehe immer wieder, wenn ich mit dir unterwegs bin, die Hilfe kommt an, die Projekte funktionieren, deswegen es lohnt sich, diese wunderbare Arbeit zu unterstützen. Als ich dir das erste Mal gefragt habe, kommst du mit nach Ecuador, und wir haben viel miteinander gearbeitet, eher auf der Musical-Side, vom Video Day und etc. Mir war es vom Anfang an wichtig, dass alles, was wir erleben, sichtbar ist, um einfach anderen zu zeigen. Und ich wollte nicht damit spielen, dass wir diese Bilder nutzen, um mehr Geld zu erzeugen. Es ging eher darum, ich glaube an der Mensch, dass wenn die ein Bild sehen, was ich sehe und was du gesehen hast, dass die auch selbst entscheiden können. Ich glaube, das ist, was ich so viel mehr haben will, als dass ich derjenige überzeugen muss. Ich will, dass, wenn wir Projekten, wo es um Kinder geht, um Kinder in Not zu helfen, dass ein Mensch in der Lage ist, als Zuschauer deine Bilder zu sehen und zu merken, ich will auch helfen. So geht's mir. Also so ist es in meinem Leben so geschehen. Und dank Bob Geldof damals, so durch die Bilder, die er mitgebracht hat, der hat die Welt damit geändert. Und mir war das durch seine Erfahrung und einfach mit dir denn diese Bilder in die Welt zu schaffen, um zu sagen halt, hilf uns, aber durch eine eigene Entscheidung. Und Bob, nach Jahren haben wir uns kennengelernt und befreundet, und seine Art ist nicht meine, aber ich liebe ihn für seine Art, weil es mich überzeugt hat. Und ich glaube, ich musste meinen Weg finden, und wir beiden haben so viele Bilder geschafft, dass es eine eigene Sprache ist. Und diese Hilfenot und diese Bitte, um uns zu unterstützen, finde ich, sieht man so viel besser durch die Augen von einem Kind, die wir begegnen, als durch unsere eigenen Augen. Da war ein Aufruf einmal beim Fernsehshow, wo jemand kam zu mir, wir beide waren auf die Bühne und wir haben einen Bambi bekommen, das war ein ganz großer Moment, und einer kam zu mir und sagte halt, in deiner ganzen Rede hast du nicht mal den Homepage von deiner Stiftung erwähnt. Und ich war halt, richtig, vielleicht hätte ich das machen sollten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seinen oder ihren eigenen Anschluss findet, um zu helfen. Ob das unsere Projekte sind oder jemand anderes Projekt ist nicht so wichtig wie das Wollen und das Machen. Und mir fällt es immer schwer zu sagen, halt, bitte unterstütz mich, obwohl ich das will. Aber mir fällt es leicht zu sagen, halt, such dir was aus, wo du aktiv was machen kannst, wo du helfen kannst. Wenn du stark bist, weißt, dass in der Welt gibt es halt Schwächen, die nicht so stark sind und deine Hilfe brauchen. Und gib diese Hilfe, und gerne. Es erfüllt dich, es macht dir zum besseren Mensch. Du wirst merken, dieser Magnetismus, die entsteht daraus, um einfach nicht nur ein besseres Leben für diejenigen, die du hilfst, aber auch dein eigenes Leben. Unterstützt mich, ich freue mich darauf. Und bitte, Philipp, der freut sich darauf. Mach was anderes, da freut derjenige sich darauf. Aber mach was. Das ist die Aufgabe. Das ist meine Bitte. Danke.